Schweißen ohne Schutzgas hat sich die letzten Jahre wirklich extrem entwickelt. Wir reden hier vom Fülldrahtschweißen ohne Gas. Das heißt, du hast einen Prozess, genauso wie das Mic-Mac-Schweißen, wie das Schutzgasschweißen, aber du brauchst keine Schutzgasflasche. Guckt euch diesen Würfel an, den habe ich komplett ohne Schutzgas geschweißt. Die Muttern habe ich hinterher angeheftet, alles, wie gesagt, ohne eine Gasflasche. Das Rezept dafür ist denkbar einfach. Guckt euch die Ergebnisse hier an. Das ist das Ganze nur einmal mit der Handdrahtbürste übergebürstet. Man hat noch so ein paar kleine Spritzer, die könnte man noch wegbürsten. Ich habe hier vorne eine kleine Stelle an der Kante, aber ansonsten sehen die Nähte wirklich Zucker aus. Das Ganze ist auch wirklich nur 1,5 mm starkes Blech, also wirklich auch noch sehr dünnes Material. Dazu habe ich ein Lidl Multischweißgerät genommen der neuesten Generation. Ich habe einen guten Fülldraht genommen, das ist wirklich ganz wichtig, habe das Gerät vernünftig eingestellt und dann kann es losgehen. Vorteil dabei ist wirklich nicht nur, dass ich keine Gasflasche brauche, der ganz große Vorteil ist wirklich auch die einfache Handhabung. Das heißt, das kann man wirklich ein bisschen üben und da reden wir wirklich von einer halben Stunde bis dreiviertel Stunde und dann kriegt auch ein Anfänger damit sehr gute Ergebnisse hin und das ist wirklich beeindruckend. Das finde ich immer wieder selbst beeindruckend. Ich habe in diesem Video die verschiedensten Beispiele, die zeigen, was damit möglich ist, auch ohne Schutzgas. Wenn ich mir so ein modernes Lidl Multischweißgerät angucke, dann habe ich hier zwei Möglichkeiten, ohne Schutzgas zu schweißen. Einmal Fülldraht und einmal die Elektrode. Für beides habe ich auch Programme. Das heißt, ich brauche im Prinzip, wenn ich das Gerät habe, nur einen Fülldraht oder Elektroden. Ich habe da auch schon Fülldraht und Elektroden mit im Lieferumfang. Und dann kann es im Prinzip schon losgehen. Ich habe hier im Lieferumfang auch ein Elektrodenkabel und muss das Gerät im Prinzip nur noch einstellen. Und das ist natürlich auch denkbar einfach. Das heißt, ich wähle hier das Programm MMA, das ist halt das Elektrodenprogramm. Dann muss ich die Stromstärke wählen. Wie wählt man die Stromstärke für eine Elektrode richtig? Dazu gibt es eine ganz einfache Faustformel. Ich nehme hier den Kernstabdurchmesser, das ist hier eine 3,2er Elektrode und dann ungefähr mal 30 Ampere, 30 bis 40 Ampere, je nachdem, welche Materialstärke man verschweißen will. Das ist dann bei meinem Gerät hier 95, 96 Ampere. Ich will 4 mm Blech verschweißen, das reicht vollkommen. Und dann ist das Interessante bei so einem Gerät wirklich der Hot Start. Das heißt, wie regelt das ganze Gerät das? Ich muss mein Elektrodenkabel anschließen. Wo schließe ich es an? Ich gucke auf meine Verpackung, da steht es drauf, ob ich am Minus- oder am Pluspol verschweiße. Diese Universal-Stabelektroden für C-Stahl, die werden immer am Minuspol verschweißt und so kann ich hier einfach loslegen. Man sieht, das Gerät zündet wirklich gut. Das ist ein Vorteil gegenüber dem Vorgänger. Da hat das Elektrodenschweißen aus meiner Erfahrung her nicht ganz so gut gezündet. Hiermit funktioniert das Ganze wirklich sehr gut. Sieht jetzt alles sehr einfach aus, einfach auf dem Blech eine Lage hinziehen, das kriegt man auch relativ schnell hin, aber wenn man das, was ich jetzt hier mache, Kehlnähte schweißt und, dann wird es doch deutlich komplexer. Darum empfehle ich wirklich immer das Elektrodenschweißen nicht. Ich will es nur am Anfang dieses Videos mal in Kurzform zeigen. Es ist mit diesem Gerät wirklich auch sehr, sehr gut möglich, aber es braucht wirklich sehr viel Übung. Im Gegensatz dazu sind beim Fülldrahtschweißen ohne Gas wirklich sehr schnell sehr gute Ergebnisse möglich und das zeige ich euch jetzt mit dem Gerät. Ich brauche wirklich nur auf Flux umstellen. Ich habe das automatische Programm, das wähle ich aber nicht. Ich nehme immer meine eigenen Einstellungen. Also dieses Automatikprogramm funktioniert, aber die Einstellungen sind nicht hundertprozentig ideal. Was ich darauf achten muss, dass das Schlauchpaket, das ist dieser Schlauch, der da rauskommt, dieser Dongle, dass der wirklich im Minuspol ist. Wir schweißen MAC mit Schutzgas am Pluspol, Fülldraht schweißen wir am kälteren Minuspol. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, sonst funktioniert es wirklich deutlich, deutlich schlechter. Wir schließen das Schlauchpaket an, wir rüsten unser Schweißgerät und dann kann es im Prinzip schon losgehen. Handhabung ist auch sehr einfach. Ich zeige das hier mal auch mal ohne Handschuhe natürlich. Das heißt, es ist im Prinzip einfach nur eine ziehende, schleppende Bewegung. Ich empfehle immer, auf dem Blech anfangen mal zu üben und dann sich langsam weiterzuentwickeln. Aber es ist wirklich sehr einfach. Das heißt, wenn man ein Blech nimmt, da mal die ersten Strichlagen zieht, dann kommt man da sehr schnell rein.
Ich habe jetzt hier an diesem Würfel diese 1,5 mm Kanten. Ich habe meine 1,5 mm Einstellung gewählt. Ich habe dazu so eine Werkstattkarte, die verlinke ich hier unter auch. Und dann lasse ich diese Kante im Prinzip einfach nur verlaufen. Wie gesagt, keine 5 mm, 1,5 mm Blech. Und wenn man sich ältere Videos von mir anguckt zum Fülldrahtschweißen, dann sieht man auch wirklich, dass sich das Ganze nochmal deutlich entwickelt hat. Damals hat es deutlich mehr gespritzt. Ich verwende hier kein Trennspray. Ich habe hier so leichte Schmauchspuren. Die muss ich sicherlich abbürsten und ich habe hier auch eine gewisse Schlacke, die ich abbürsten muss. Mehr aber auch nicht. Wenn ich das einmal mit dem Winkelschleifer überbürste, dann habe ich da keine Spritzer mehr, dann habe ich da überhaupt nichts mehr. Das ist wirklich eine extreme Entwicklung und das liegt daran, dass die Fülldrähte immer besser werden. Ich empfehle wirklich auch immer diesen Weldinger Fülldraht. Es gibt noch andere gute Fülldrähte, aber das ist wirklich der preiswerteste, der sehr gute Ergebnisse liefert. Und es sind natürlich auch die Geräte, die sich stetig verbessern. Das muss man auch wirklich sagen. Jede Generation von Schweißgeräten ist wieder nochmal ein Stück besser. Hier bei diesem Gerät kann ich jetzt Spannung und Ampere einstellen und kann gerade über diese Spannung meinen Schweißprozess sehr gut regulieren. Und das sieht man dann wirklich an den Ergebnissen. Ich habe mit diesem neuen Lidl Multischweißgerät schon eine Menge geschweißt und es hat auch eine Menge sehr gut funktioniert. Aber das, was mit Abstand wirklich am besten bei dem Gerät funktioniert, muss man ganz klar sagen, ist das Fülldrahtschweißen. Also das Gerät schweißt so unglaublich gut Fülldraht. Ich habe kaum ein Schweißgerät, das das vergleichbar hinkriegt. Also wer ohne Schutzgas schweißen will, der ist bei diesem Gerät sehr gut aufgehoben. Man sieht, ich habe hier mir es sehr einfach gemacht. Ich habe mir einfach unten so einen Vierkant hingelegt und jetzt gleite ich einfach auf diesen Vierkant lang. Habe meinen Brenner einfach, schweiße schleppend, ungefähr 20 bis 30 Grad Schräglage, genau auf mein Objekt gezielt von wegen. Das heißt, ich habe nach oben und unten, ich habe jeweils ungefähr einen 45 Grad Winkel und dann lässt man einmal langziehen, bürstet das Ganze einmal über und das war's. Wirklich sehr einfach von der Anwendung und das sieht man auch am Ende, wenn man sich diesen Würfel anguckt. Ich habe den jetzt nicht beschliffen, weil mir die Nähte überhaupt nicht gefallen. Wenn man das Ganze beschleift, dann sieht man natürlich auch immer, was unter der Naht steckt, was in der Naht drin steckt. Ja, wir hatten früher, sage ich mal, gab es jemanden, der hat mal gesagt, wenn der Schnee schmilzt, dann erkennt man die, ne? Punkt. Und so ist das auch bei einer Schweißnaht. Wenn ich die beschleife, dann sehe ich wirklich, habe ich da Stellen drin, habe ich da Macken drin. Ich habe an diesem ganzen Würfel 1, 2 kleine Stellen, das hätte man auch mit Mack, mit Wick könnte man es vielleicht so hinkriegen, dass man es überhaupt nicht hat, aber also es ist wirklich minimal. Es sind wirklich sehr gute Ergebnisse und das sieht man gerade auch, wenn man sowas beschleift. Und man hat hier keine Spritzer oder dergleichen, was man wegschleifen muss. Man hat wirklich nur die reine Schweißnaht. Mit einer vernünftigen Einstellung baut die nicht stark auf und man kann hier wirklich ein ganz tolles Objekt erzielen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Zu einem richtigen Würfel gehören natürlich auch die Zahlen. Da habe ich hier einfach Muttern drauf gesetzt. Ich habe jetzt hier Edelstahlmuttern genommen, also 1.4301 Muttern. Ich habe die immer Pi mal Auge gesetzt. Ich weiß, beide Zeiten zusammen müssen immer 7 ergeben. Das war es aber auch. Ob das andere genau richtig ist, weiß ich nicht. Sieht optisch auf jeden Fall stylisch sehr gut aus. Ich habe immer von innen das Ganze einfach verpunktet. Das habe ich jetzt nicht mit einem Stahlfülldraht gemacht, da habe ich so einen neuartigen Edelstahlfülldraht gemacht. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe das schon in Videos gezeigt. Es gibt mittlerweile Fülldraht für Edelstahl und der eignet sich natürlich auch sehr gut für qualitativ hochwertige Schwarz-Weiß-Verbindungen. Das heißt, der schweißt mit ähnlichen Einstellungen, ein bisschen mehr Spannung, schweißt der wirklich auch sehr gut Edelstahl und ich habe es jetzt einfach hier für Schwarz-Weiß-Verbindung. Wenn das jetzt nur so ein Objekt ist, das man nur für optische Zwecke hat, dann reicht es auch vollkommen, wenn man hier einen Stahlfülldraht nimmt, ja. Und wenn das nur drin irgendwo ist, aber ansonsten von wegen technisch korrekt, müsste es eigentlich sogar einen Schwarz-Weiß-Fülldraht geben. Gibt es natürlich nicht, aber es gibt einen Edelstahl-Fülldraht, den kann man dafür alternativ sehr gut nehmen. Man sieht, wie schön das hier funktioniert. Macht auch unwahrscheinlich viel Spaß. Ich hoffe, ich habe die Nummern richtig getroffen. Wenn ich das so am Ende des Tages sehe,
dann denke ich mal, das ist ein schönes Objekt. Ein bisschen sauber bürsten, ein paar kleine Spritzer sind dran gewesen. Man könnte es jetzt noch mehr auf Hochglanz polieren, aber es sieht schon optisch wirklich sehr, sehr gut aus. Und das Ganze, wie gesagt, geschweißt ohne Schutzgas, aber ich habe natürlich noch viel mehr, was wir ohne Schutzgas schweißen. Und auch die Naht hier habe ich einfach mit Fülldraht ohne Gas geschweißt. Man hat hier am Übergang so eine ganz kleine Stelle, ansonsten eine bildschöne Naht dafür, dass man sie ohne Schutzgas geschweißt hat. Und das Witzige daran ist von wegen, das kriegt wirklich jeder hin. Das ist ein ganz einfaches altes Radlager. Da habe ich in der Mitte einen Dorn dran geheftet, dass er schön in meinem Schweißtisch drin steht. Ich positioniere meinen Brenner in die richtige Position, habe mir hier wieder eine Auflage und dann drehe ich im Prinzip die Naht einmal dran vorbei. Das heißt, ich habe jetzt keine reine schleppende Position mehr, ich habe auch keine stechende Position, ich habe eine ganz neutrale Position, drehe diese Naht einmal daran vorbei und das Ganze sieht wunderschön aus. Ich habe so eine ganz leichte Bewegung mal, aber man sieht auch hier am Brenner, da bewegt sich also wirklich minimal was. Wenn man ganz nah dran zoomt, dann sieht man das. Vernünftige Einstellung, vernünftiger Fülldraht. Ich habe hier eine Absaugung im Einsatz, das möchte ich auch immer erwähnen. Absaugung benutzen, nach Möglichkeit eine FFP3-Maske aufsetzen, wenn man keine Absaugung hat und dann für anständige Belüftung sorgen oder draußen halt schweißen. Das sollte man wirklich auch immer im Auge behalten. Und dann kann man mit so einer einfachen Methode wirklich eine sehr schöne Schweißnaht hinbekommen. Man sieht an der Struktur der Naht, wenn ich das Ganze jetzt wieder bürste, ja, ich habe hier so Schmauchspuren, die kann ich theoretisch sogar schon mit dem Lappen wegwischen. Ich kann auch eine Handdrahtbürste nehmen, das reicht mittlerweile auch schon, aber ich empfehle wirklich immer den Winkelschleifer mit der rotierenden Drahtbürste. Da kriegt man am schnellsten wirklich die besten Ergebnisse und man hat dann eine Schweißnaht mit einer unglaublich schönen Struktur. Das ist ein unglaublich schönes, einfaches Ergebnis. Man muss das Ganze immer ins Verhältnis setzen. Man darf jetzt nicht die Erwartung haben, wie bei einem High-End-Multischweißgerät, dass man das gleichsetzen kann. Aber ich sage mal so, die Entwicklung ist schon wahnsinnig. Wir reden hier von einem 199 € Lidl Multischweißgerät. Wir reden von einem 10 € Fülldraht und können damit solche Ergebnisse erzielen. Eben der Würfel, dann jetzt hier diese Naht, also funktioniert wirklich auch super. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie ist das Ganze denn mit Dünnblech? Das habe ich natürlich auch noch mal ausprobiert. Eine ganz wichtige Erfahrung, bei diesem Gerät wird der Drahtvorschub selbst reguliert und das funktioniert wirklich bei dem Gerät nur mit 0,8er und 1 mm Draht. 0,9 mm Fülldraht funktioniert auch. 0,6er funktioniert wirklich sehr schlecht, kann ich nicht empfehlen. Man sieht hier an den Ergebnissen, man kann auch problemlos damit, das ist 0,7 mm Blech schweißen, Punktschweißen, habe ich auch in verschiedenen Bereichen ausprobiert. Und man kann das Gerät sogar noch tiefer runter regulieren. Also ich bin hier schon bei den 50 Ampere und 13 Volt Spannung. Man kann die Spannung noch auf 12 Volt runter regulieren, kann damit sehr, sehr gut Dünnblech schweißen. Also ist das auch mit Fülldraht fürs Kfz, für den Kfz-Bereich wirklich sehr, sehr gut geeignet. Kfz-Bereich, wo ich das mal angesprochen habe, haben viele gesagt, nee, der spinnt doch mit Fülldraht. Jetzt gibt es aktuell da Berichte in Fachzeitungen, wo wirklich auch Fülldraht ausprobiert wurde. Und da wurde auch gesagt, Fülldraht ist wirklich eine tolle Alternative, gerade für die, die selten schweißen. Und das ist auch so mein Ansehen, euch das zu zeigen, mit einem einfachen Schweißgerät, mit einem einfachen Schweißverfahren, sehr einfach in der Handhabung, sind trotzdem tolle Ergebnisse möglich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch, freue ich mich immer tierisch drüber. Ansonsten einen netten Kommentar in die Kommentare, beziehungsweise irgendwelche Anmerkungen in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.